gibt ja so ein Konzept in der buddhistischen Lehre, die Skandhas, die Daseinsgruppe, Daseinsfaktoren, ein Konzept, was häufig erwähnt wird, weil es eine Alternativdarstellung ist zu dem, was wir so global das Ich nennen. Die Geschichte mit den Skandhas, also auch als Aggregate übersetzt, begann mit der Frage eines Schülers an den Buddha, der saß damals im Wald und der Schüler fragte den Buddha, gibt es ein Ich? Und der Buddha sagte, mit dem Ich ist das so wie mit diesem Holzstoß da drüben. Was? Wieso ist das Ich wie dieser Holzstoß da drüben? Naja, sagt der Buddha, das, was wir Ich nennen, ist ein Begriff für etwas, was aus vielen Prozessen zusammengesetzt ist. Und dann zählte er die 5 Skandhas auf. Das ist halt ein Sanskrit-Wort, das sind diese 5 Daseinsgruppen, das ist ganz gut, Daseinsfaktoren. Der erste Faktor, der zur Ich-Identifikation beiträgt, ist, dass wir ständig Formen wahrnehmen. Sichtbare Formen, Hörformen, also Klänge, Körpererleben, Körperempfindungen, Geruchsformen, Geschmacksformen und Denkformen. Ja, dieses Wahrnehmen von Formen hat dazu geführt, dass das erste Skandha Form genannt wurde. Damit hört es aber nicht auf. Wir identifizieren uns nicht nur mit dem, was wir so erleben, sondern wie es von uns erlebt wird. Und das nennt man Gefühlstönungen oder Empfindungen. Wir empfinden das, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, denken. Wir empfinden es als angenehm, unangenehm oder im Moment weder noch. Wir könnten sagen neutral, aber es bleibt nicht neutral. Wenn es stärker wird, wird es manchmal unangenehm oder es wird angenehm. Also diese angenehm, unangenehme oder weder noch Gefühlstönung, das ist das zweite Skandha und hat viel schon damit zu tun, was wir dann später unseren persönlichen Stil nennen. Also welche Farben wir gerne tragen, welche Klänge, also Musik wir gerne hören, welche Menschen oder Gegenden und so wir gerne mögen. Das alles beruht auf dem Wahrnehmen von angenehmen Sinnesempfindungen. Das dritte Skandha ist das Unterscheiden. Das ist auch ein wesentlicher Prozess. Und zwar unterscheiden wir unsere verschiedenen Formwahrnehmungen, die schon in angenehm und unangenehm differenziert wurden. Wir unterscheiden sie weiter in, das ist ein Baum, das ist ein Strauch und das ist eine Tulpe und das ist, ja, also wir unterscheiden immer feiner und unsere Fähigkeit zu unterscheiden wächst im Laufe des Lebens mit den vielen, vielen Erfahrungen, die wir machen. Und das, was ich unterscheiden kann, ist auch das, was ich weiß, das, was ich differenzieren kann. Und so identifiziert sich ein Weinkenner damit, dass er die Geschmacksnuancen von dem Wein des einen Jahrgangs, von dem Hang gegenüber dem Wein eines anderen Hangs unterscheiden kann und. Also die Unterscheidungen mit dem ganzen Benennen und Differenzieren ist die dritte Bastion unserer vermeintlichen Ich-Identität. Und dann kommen wir ins vierte Skandha und das nennen wir manchmal einfach Geistesfaktoren. Eigentlich ist es besser, sie Gestaltungen zu nennen. Damit gestalten wir die Welt. Und es gibt ein heilsames Gestalten und ein nicht so heilsames Gestalten. Es gibt gestaltende Prozesse, die immer mit im Spiel sind. Also zum Beispiel, dass wir ja etwas wahrnehmen müssen und achtsam sein müssen und die Aufmerksamkeit darauf ruhen lassen können, um es dann genauer zu unterscheiden. Und dann gibt es Prozesse wie zum Beispiel das Greifen, die Begierde, das zu einer Vergegenständigung führt oder die Abneigung. Alles, was so nachgeordnete Prozesse sind, mit denen sich unser Leben gestaltet. Und da ist zum Beispiel Respekt ist ein wichtiger Faktor oder mangelnder Respekt, Rücksichtslosigkeit und. Es werden über 50
solche verschiedenen Gestaltungskräfte unterschieden, aber das ist nur bei grober Unterscheidung. Es gibt eigentlich eine unendliche Anzahl von Kräften, die in uns wirken und die dazu beitragen, wie sich unsere Sicht der Welt, also unser Erleben gestaltet, wie sich dann unsere Kommunikation gestaltet, wie sich unser körperliches Handeln gestaltet, und das alles hat unglaubliche Auswirkungen. Formwahrnehmungen, Empfindungen, Gefühlstönungen, unterscheiden, gestalten, Gestaltungen, und das führt in der Summe zu jeder Menge verschiedenen Bewusstseinszuständen. Es gibt so viele Bewusstseinszustände, wie es Momente des Erlebens gibt. Weil nie taucht der absolut identische Bewusstseinszustand erneut wieder auf. Und diese Folge von diesen ganzen 5 Prozessen, sagte der Buddha, das ist wie dieser Haufen da drüben. Da sind so viele Holzscheite aufgeschichtet und die wirken zusammen, als wäre das ein Haufen. Tatsächlich gibt es gar keinen Haufen. Du kannst die Holzscheite in verschiedene Richtungen tragen. Gibt keiner. Und jedes Holzscheit für sich wieder, das Formwahrnehmen, das Empfinden, das Unterscheiden, besteht aus so und so vielen anderen Prozessen, und schlussendlich zeigt sich das, was wir Ich nennen, also die Gesamtheit unseres Erlebens, die nennen wir Ich, das ist mein Erleben, das bin ich, zeigt sich als ein Zusammenwirken von Kräften, die in ständiger Veränderung sind, wo wir kein bleibendes Ich finden können. Deswegen, so beantwortet dann der Buddha die Frage, deswegen können wir nicht von einem bleibenden Ich sprechen. Wir können gerne von einem dynamischen Ich sprechen, das in ständigem Wandel ist, das ein Prozess ist. Das ist eine sehr angemessene Sicht, aber nicht ein stabiles Ich, was von einer Situation in die nächste geht und eventuell sogar aus diesem Leben ins nächste Leben. So etwas ist nicht zu finden. Und das ist der Grund, warum diese Skanda-Lehre, diese Unterweisung über die Daseinsfaktoren, warum die so häufig gegeben wird, weil uns da klar wird, wow, dieses Ich hier setzt sich zusammen aus den Sinneswahrnehmungen, dem Empfinden, Unterscheiden, den gestaltenden Impulsen und den daraus resultierenden Bewusstseinszuständen, die alle fließend ineinander übergehen. Ein stabiler Tillmann ist da nicht zu finden, aber ein dynamisches Geschehen, das wir Tillmann nennen können, das lässt sich durchaus, das lässt sich beschreiben, das lässt sich finden. Aber eben, es wandelt sich ständig. Also wir können nie derselben Person zweimal begegnen. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und das ist die Essenz dieser Lehre. Du kannst nicht derselben Person ein zweites Mal begegnen. Immer ist jemand leicht anderes vor dir.